1963. Ein ganz normaler Amerikaner zieht eine Silbermünze aus seiner Tasche. Er schaut sie sich an, dreht sie in der Hand und trifft eine Entscheidung, die das Finanzsystem durcheinanderbringen wird. Aber er behält die Münze, nicht aus Gier. Sein Bauchgefühl sagt ihm einfach, diese Münze ist mehr wert als das, was darauf steht. Innerhalb weniger Jahre verschwinden Millionen solcher Münzen aus dem Umlauf. Die Regierung ist völlig ratlos. Was ist passiert? Ein Gesetz. Ein Gesetz, das niemand geschrieben hat, das seit Jahrhunderten wirkt und von dem die meisten Menschen noch nie gehört haben. Und es ist nur eines der geheimen Prinzipien, die bestimmen, wer reich wird und wer arm bleibt. Heute schauen wir uns genau diese vergessenen Geldgesetze an. Sie sind älter als jede Zentralbank, erklären jede Währung, jede Inflation und jeden wirtschaftlichen Zusammenbruch. Und am Ende bleibt eine einfache Frage. Warum hat uns das niemand beigebracht? Fangen wir mit Thomas Gresham an. Im 16. Jahrhundert war er ein englischer Kaufmann und Berater von Königin Elizabeth II. Auf den Märkten in London fiel ihm etwas Merkwürdiges auf. Es gab zwei Arten von Münzen im Umlauf. Gute Münzen mit vollem Silbergehalt und abgenutzte oder absichtlich verdünnte schlechte Münzen. Offiziell galten sie als gleichwertig, aber die Menschen handelten anders. Sie gaben die schlechten Münzen aus und horten die guten. Die Händler nahmen beide, aber nur die minderwertigen Münzen blieben im Umlauf. Die wertvollen Münzen verschwanden, in Truhen, Kellern oder wurden über Grenzen gebracht. Gresham erkannte dieses Muster und formulierte, was wir heute als Greshams Gesetz kennen. Schlechtes Geld verdrängt gutes Geld. Klingt simpel, hat aber große Auswirkungen. Wenn eine Regierung minderwertiges Geld in Umlauf bringt, verschwindet das hochwertige Geld. Nicht, weil die Leute böse sind, sondern weil sie rational handeln. Niemand gibt freiwillig etwas Wertvolles her, wenn er dafür etwas Wertloses bekommt. Ergebnis: Inflation, Misstrauen und der langsame Zusammenbruch des Geldsystems. Und dieses Muster wiederholt sich durch die Geschichte. Im antiken Rom wurden Denare verdünnt und die Leute horteten die alten Münzen. Im mittelalterlichen Europa schnitten Könige Münzränder ab und prägten neue Münzen, während die Bevölkerung die guten Münzen versteckte. Auch in den 1960er Jahren in den USA geschah dasselbe. Bis 1964 bestanden Dimes. 1956 bestanden Quarters. 1976 bestanden Half-Dollars. 1958 bestanden Dollar-Quarters und Half-Dollars zu 90% aus Silber. Aber der Silberpreis stieg und der Metallwert überstieg den aufgedruckten Nennwert. Die Regierung stand vor einem Problem. Wenn die Münzen mehr wert waren als ihr Nennwert, würden die Menschen sie einschmelzen. Also änderte sie die Zusammensetzung. Ab 1965 wurden die Münzen aus Kupfer und Nickel geprägt. Das Silber verschwand und wie Gresham gesagt hatte, verschwanden die alten Silbermünzen sofort aus dem Umlauf. Jeder sammelte sie, Banken horteten sie, niemand gab sie aus, die neuen Münzen. Sie blieben im Umlauf. Wertlos, aber offiziell gleichwertig. Kein Zufall. Dieses Gesetz wirkt seit Jahrhunderten und wird weiter wirken, solange Regierungen glauben, sie könnten Geld manipulieren, ohne dass die Menschen reagieren. Aber Greshams Gesetz erklärt nur die halbe Wahrheit. Es zeigt, was passiert, wenn zwei Arten von Geld konkurrieren, aber nicht, wer profitiert, wenn neues Geld entsteht. Hier kommt Richard Cantillon ins Spiel, ein französischer Banker und Ökonom des 18. Jahrhunderts, der eines der faszinierendsten und gefährlichsten Prinzipien der Geldgeschichte entdeckte. Den Cantillon-Effekt. Cantillon fragte, was passiert, wenn die Regierung neues Geld druckt? Die klassische Antwort: Inflation. Mehr Geld, steigende Preise. Aber Cantillon geht einen Schritt weiter. Wer bekommt das neue Geld zuerst? Und das ist der entscheidende Punkt. Neues Geld verteilt sich nicht gleichmäßig. Es fließt durch die Wirtschaft wie Wasser in einem Fluss. Wer am Anfang steht, profitiert. Wer am Ende steht, geht leer aus. Stellen wir uns vor, die Regierung druckt 1 Billion Euro. Wer bekommt das Geld zuerst? Banken, Finanzinstitute, große Unternehmen. Sie nehmen Kredite zu niedrigen Zinsen auf, investieren in Aktien, Immobilien und Anleihen. Und weil sie das Geld ausgeben, bevor die Preise steigen, kaufen sie zu alten Preisen. Sie gewinnen. Der Arbeiter, der sein Gehalt am Monatsende bekommt,
Wenn das Geld bei ihm ankommt, sind die Preise schon gestiegen. Seine Kaufkraft sinkt. Er verliert. Das ist der Cantillon-Effekt. Neues Geld ist nicht neutral, es ist ein Mechanismus zur Umverteilung. Von denen, die weit entfernt sind, zu denen, die nah dran sind. Cantillon erkannte das im 18. Jahrhundert. Und es gilt heute noch. Nach der Finanzkrise 2008 druckten die Zentralbanken Billionen von Dollar. Quantitative Lockerung nennt man das. Aber wer profitierte wirklich? Aktienmärkte explodierten, Immobilienpreise schossen in die Höhe, Reiche wurden noch reicher. Der Durchschnittshaushalt